Ich habe die komplette Hautpflegelinie von Inao zugeschickt bekommen, nachdem jemand von Essence mein Skincare News Video gesehen hat, in dem ich gesagt habe, dass es mir zum Bestellen ein bisschen zu heiß ist, weil ich persönlich mit der Parfümierung der Hello Good Stuff Produkte eher schlechte Erfahrungen gemacht habe. Ich habe die Produkte für eine Woche in meine Routine integriert und muss sagen, dass ich echt froh bin, dass ich sie mir nicht selbst kaufen musste, und ich werde sie auch wieder aus meiner Routine rausnehmen. Die Barrier Cream hat mir tatsächlich am wenigsten gefallen, weil sie zum einen von der Haut runterkrümelt, egal ob man sie solo verwendet oder aber mit anderen Produkten kombiniert. Ich habe auch meine Tricks versucht anzuwenden, um dem Krümeln entgegenzuwirken, aber es hat absolut gar nichts gebracht. Das kann natürlich eine sehr individuelle Sache sein, muss auf euch also definitiv nicht zutreffen, aber mir persönlich ist das negativ aufgefallen. Und was mir auch negativ aufgefallen ist, ist die Parfümierung. Wie gesagt, alle Produkte der Inao Hautpflegelinie sind parfümiert, enthalten aber keine deklarationspflichtigen Duftstoffe. Ich glaube, Essence wirbt sogar so ein bisschen damit, dass die Parfümierung allergenarm ist, aber ich bin Duftstoffallergikerin, das heißt, ich versuche sowieso in meinem Alltag so ein bisschen darauf zu achten, möglichst parfümfreie Produkte zu verwenden, und auch bei so Leave-On-Produkten, also Produkten, die auf der Haut verbleiben, bin ich es absolut nicht mehr gewohnt, stark parfümierte Hautpflege oder Körperpflege zu verwenden, und deswegen ist mir hier die Beduftung wahrscheinlich auch sehr negativ aufgefallen, denn zum einen riecht diese Creme sehr synthetisch und zum anderen ist das ein beißender Duft. Also es ist jetzt kein super unangenehmer Geruch, aber sobald einem diese Parfümierung in die Nase steigt, fängt es so ein bisschen an zu stechen, was für mich immer kein gutes Zeichen ist. Und es ist eine Sache, wenn der Duft relativ schnell verfliegt, aber in diesem Fall verweilt er minutenlang auf der Haut, sodass man sich die ganze Zeit selbst riechen kann. Die Gelcreme weist einen ähnlichen Duft auf wie die Barrier Cream, der allerdings weniger intensiv ausfällt und der auch nicht so lange auf der Haut verweilt. Und ich weiß auch nicht genau, wie ich die Parfümierung der Produkte beschreiben soll, außer dass es arg in die synthetische Richtung geht und dass es so ein bisschen was Süßliches und auch leicht Stechendes hat, weil der Duft sich einfach nicht mit irgendwelchen natürlichen Komponenten vergleichen lässt, die man vielleicht schon mal im Leben gerochen hat, wie Zitrusfrüchte, Zimt oder Erdbeeren. Ich persönlich bin da kein Fan von, aber Duftempfindungen sind unheimlich individuell. Nur in meiner Wahrnehmung ist die Parfümierung der Produkte einen Ticken zu intensiv. Was mir an der Creme gut gefällt, ist die Einsatzkonzentration des Niacinamids, denn 5% können bereits hilfreich bei Hyperpigmentierung sein, aber nach dem Antrocknen hinterlässt die Creme so einen dezent schleimigen bzw. stärkehaltigen Film auf der Haut. Das heißt, wenn ihr lieber Produkte verwendet, die schwerelos sind oder die einfach keinen Film auf der Haut erzeugen, dann wird euch diese Creme wahrscheinlich enttäuschen. Auch wenn ich sie von der Handhabung recht angenehm finde, also sie lässt sich gut verteilen und sie fühlt sich auch im ersten Moment relativ angenehm an, aber sobald sie angetrocknet ist, hinterlässt sie einfach diesen dezent spürbaren Film auf der Haut. Müsste ich ein Ranking zu dieser Hautpflegelinie aufstellen, dann würde auf dem zweiten Platz das Inao Fine Time Serum landen, welches 10% Acelainsäure enthält, die in dieser Konzentration durchaus bei Entzündungen wie zum Beispiel Pickeln hilfreich sein kann. Aber was ich hier einfach bemerkenswert finde, ist der Tragekomfort. Denn dafür, dass hier eben 10% Acelainsäure vorzufinden ist, fühlt sich dieses Produkt sehr angenehm an. Es ist samtig, es gleitet gut über die Haut und fühlt sich eben nicht körnig oder irgendwie sandig an. Das heißt, es kann durchaus sein, dass hier einfach eine fein gemahlenere Form der Acelainsäure verwendet wurde, was selbstverständlich zum Tragekomfort beiträgt. Und was mir auch gut gefällt, ist, dass die Parfümierung im Vergleich zu den Cremes, die ich euch vorhin gezeigt habe, deutlich
weniger penetrant ausfällt. Also versteht mich nicht falsch, das Produkt ist trotzdem parfümiert und man riecht es auch, aber dieser Duft verschwindet relativ schnell und bleibt auch nicht ewig und 3 Tage auf der Haut. Mein persönlicher Favorit ist der Cleanser von Ninau, auch wenn er ein bisschen nach Kinderhustensaft riecht, aber mir gefällt einfach das Hautgefühl nach dem Abspülen, denn er trocknet meine Haut nicht zu stark aus, ist mild formuliert, hier ist auch noch zusätzlich Panthenol enthalten, welches das Irritationspotenzial von Tensiden herabsetzen kann. Ich finde, er lässt sich ganz gut verteilen und dieser dezente Schaum, den er erzeugt, reicht definitiv aus, also zumindest für mich persönlich, um das Produkt auf der Haut verteilen zu können. Und er brennt bei mir auch nicht in den Augen, was mir persönlich super, super wichtig ist. Mein Make-up kann ich damit nicht entfernen, auch mit wasserfester Sonnencreme hat das Produkt so seine Probleme, aber für zwischendurch oder zum Beispiel, wenn man frühs mal sanft sein Gesicht reinigen möchte, ist er definitiv gut geeignet. Was die Salicylsäure angeht, ist es natürlich schwer vorherzusagen, ob eine Wirkung eintreten wird, aber zumindest ist hier 2% Salicylsäure enthalten. Das ist ein guter Anfang und auch eine gute Konzentration, also auch zumindest für Produkte, die auf der Haut bleiben. Aber bei einem Reinigungsgel handelt es sich natürlich um ein Rinse-Off-Produkt, also ein Produkt, das nach kurzer Zeit runtergespült wird. Und deshalb ist es eben auch schwierig, Reinigungsprodukte so zu konzipieren, dass die enthaltenen Actives auch einen tatsächlichen Effekt auf die Haut haben können. Ich habe auch das Vitamin C Serum mit 2% Natriumascorbylphosphat, also einem Vitamin C Derivat, zugeschickt bekommen, aber mich dagegen entschieden, es zu öffnen, weil mich einfach die anderen Produkte nicht so krass überzeugt haben, was vor allem an der Parfümierung liegt. Und da dieses Serum auch parfümiert ist, macht das für mich absolut keinen Sinn, es aufzumachen. Deswegen werde ich es auf meinem Instagram-Account verlosen und auch noch ein paar andere Produkte einbeziehen, die ich nicht testen kann oder nicht testen möchte. Das heißt, ihr solltet mir unbedingt auf Instagram folgen, wenn ihr diese Verlosung nicht verpassen möchtet. Es geht auf Instagram einfach deutlich einfacher, solche Verlosungen zu veranstalten, als zum Beispiel auf YouTube. Allerdings kann ich euch nicht versprechen, dass ich es dieses Jahr noch schaffe, das Ganze umzusetzen. Abschließend muss ich sagen, dass sich meine anfängliche Vermutung bewahrheitet hat, denn mir persönlich sind die Produkte von Ninau einfach zu intensiv parfümiert. Aber ich finde, dass die Parfümierung weniger intensiv ausfällt im Vergleich zu der Hello Good Stuff Hautpflege von Essence, die man ja auch in der Drogerie bekommt. Nichtsdestotrotz ist es mir halt dennoch too much und deswegen sind das auch alles Produkte, die ich persönlich nicht nachkaufen würde, sobald sie leer sind. Ich hoffe sehr, dass das Video euch irgendwie weitergeholfen hat, auch wenn mein abschließendes Resümee nicht sehr überschwänglich war. Aber nichtsdestotrotz freue ich mich einfach, dass Essence mir die Möglichkeit gegeben hat, die Produkte zu testen und meine ehrliche Meinung mit euch zu teilen. Und ihr könnt natürlich auch eure persönlichen Erfahrungen mit den Produkten unten in den Kommentaren teilen, damit wir uns noch ein bisschen austauschen können. Und ich würde mich natürlich auch riesig freuen, wenn ihr meinen Kanal abonnieren würdet, denn wir stehen so kurz vor der 50.000 Marke und ich würde mich einfach richtig, richtig krass freuen, wenn wir das erreichen würden, denn nach fast 10 Jahren YouTube wäre das einfach der nächste große Meilenstein für mich.